Also, ich freue mich, Sie und euch alle hier zu haben. Wir haben erstmal an meiner Seite Herrn Klaus Winkels vom GEV, vom EMI-Code. Der ist verantwortlich für für eines der strengsten Emissionslabels, den EMI-Code. Sein Fokus ist technische Prüfung, unabhängige Messverfahren und Innenraumqualität. Und er steht für die Welt der messbaren, verifizierten Produkte. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dann haben wir den Felix Jansen von der DGNB, Director PR und Kommunikation, Stimme des DGNB-Systems, also ganzheitliche Gebäudezertifizierung. Und du bringst die Systemperspektive mit in unsere Runde, vom Material bis zum Quartier. Dann haben wir Alfred Schumm hier von FSW Deutschland, Geschäftsführer FSC Deutschland. Er verantwortet die nationale Umsetzung des weltweit bedeutendsten Wald- und Holzsiegelsystems, steht für nachhaltige Waldwirtschaft und globale Lieferketten und Chain of Custody Nachweise als eines der internationalsten und bekanntesten Nachhaltigkeitslabels. Schön, dass Sie da sind. Und dann haben wir noch den Tilman Prinz in unserer Runde von der Bundesarchitektenkammer, muss ich jetzt nicht nochmal vorstellen, der auf allen Bühnen schon hier unterwegs ist. Und du bist hier die Stimme der Praxis und der Planung und ich freue mich sehr, dass du auch dabei bist. Also jetzt wollen wir uns erstmal angucken, wie wir hier aufgestellt sind, ganz perfekt. Nutzen, Grenzen, Zukunft von Labels, das ist unser Thema heute. So, also wir fangen mal an. Also erstmal Herr Winkels, ja. Warum brauchen wir Labels überhaupt? Wie entstand der EMI-Code? Ursprünglich, welchen konkreten Bedarf hat dieses Label hervorgebracht und warum waren unabhängige Prüfungen damals so wichtig? Also einmal die Geschichte EMI-Code, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was dieses Label uns helfen kann oder wo es uns helfen kann. Ja, vielen Dank für die Frage und es ist natürlich ganz wichtig, dass Aspekte wie Verantwortung und Vertrauen ganz wichtig auch für die Hersteller sind, für die Industrie sind. Ich kann mich noch erinnern, wir waren Anfang der 90er Jahre in intensive Diskussionen zusammen mit dem Verband der chemischen Industrie und den Umweltbehörden, also dem Umweltministerium und dem Umweltbundesamt, vor dem Hintergrund der Sommersmog-Thematik und Ozonloch. Das alles sollte in Industrieinitiativen münden. Das heißt zunächst mal Verzicht auf Lösemittel. Und was im Industrieverband Klebstoffe seinerzeit gelaufen ist, ist eine gemeinsame Verzichtserklärung auf Lösemittel. Das war so der erste Schritt. Dann gab es als weiteren Grund für das System die Reklamationshäufigkeit bei Teppichböden, die geklebt wurden. Unter anderem auch bekannt unter dem Six Building Syndrome, was auch damals in der Presse häufig diskutiert wurde und dann auch zu einem System wie der GUT für umweltfreundliche Teppichböden geführt hat. Auch das war so ein bisschen Pate für das, was dann in der Klebstoffindustrie entstanden ist. Und das Interessante ist, dass dann viele Hersteller sich bemüßigt sahen, ein eigenes Logo zu entwerfen für ihre ökologischen Produkte. Also genau die Vielfalt, aber gleichzeitig die Verwirrung, die dann am Markt entstand mit ökologischen Produkten, mit emissionsarmen Produkten, teilweise auch geruchsfreien Produkten. Und vieles, was dann am Markt war, wie soll ich mal sagen, aus heutiger Sicht nicht ganz glaubwürdig. Das heißt, es bedurfte eines Systems, das nach innen, also für die Industrie selber, auch Orientierung schaffte, welche Standards, welche Prüfmethoden, welche Kriterien sollen gelten, aber ebenfalls nach außen für den Verbraucher, für den Architekten auch Sicherheit gab, hier ist ein Produkt, das gemeinsamen Standards folgt. Zumal eben damals der Gesetzgeber noch nicht am Start war mit eigenen Regeln. Übrigens ein interessantes Thema, auf das wir ja gleich noch kommen werden. Das heißt, hier gab es viele äußere Faktoren, aber auch die inneren Faktoren, die gesagt haben, wir müssen hier etwas Gemeinsames unternehmen. Und das führte zum EMI-Code, zunächst für Klebstoffe, Bodenbelagsklebstoffe, dann auch für andere Verlegewerkstoffe. Und heute ist es im Prinzip ein Logo der Branche. Und was natürlich ist, also Sie hatten eben die ganzen Kriterien genannt, Drittprüfung, mindestens jährliche Überprüfung der Kriterien, sind die noch aktuell. Das ist natürlich alles gewährleistet, damit man gewissermaßen auch
streng genug am Markt unterwegs ist. Das hat auch dann andere Branchen dazu bewogen, sich dem EMI-Code anzuschließen. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, das passt, wir haben da eigene Qualitätswissen, dann nehmen wir das auch herein. Das ist ja schon mal eine gute Orientierung für Bauprodukte, sage ich mal, die jetzt sage ich mal Wohngesundheit, Innenraum, Luft, Schadstoffe, dieser ganze Themenbereich ist damit ja schon gut abgedeckt. Ich würde jetzt auch in dem Blog an Herrn Schumm nochmal weiterfragen, der ja dann für die größeren Lieferketten oder eher für die Lieferkettenzertifikate von Lieferketten zuständig ist, also die globalen und die Bundeslieferketten. Und da würde mich interessieren, wie halt FSC funktioniert, wie da die Rückverfolgbarkeit entlang der globalen Lieferketten funktioniert und warum dieser Nachweis für Holzprodukte so zentral ist, weil wir alle arbeiten schon so lange mit FSC zusammen. Es ist die Grundlage für QNG, für eine Gebäudezertifizierung, für alles. Also wie ist es dazu gekommen? Also auch so ein bisschen die Geschichte, dass wir da ein bisschen orientiert sind, wie halt diese globale Lieferkette dann auch bei Ihnen halt für Sichtbarkeit gesorgt hat. Ja, bei uns ist es weniger einfach, weil gute Waldwirtschaft, verantwortungsvolle Waldwirtschaft, und darum geht es ausschließlich bei FSC, ist nicht so leicht messbar wie Schadstoffe. Die Entwicklung ist schon alt, Rio-Prozess, Regenwälder werden abgeholzt und dann kamen Umweltverbände, aber auch Wirtschaftsunternehmen auf die Idee, wir müssen unbedingt ein freiwilliges Siegel schaffen. Und wir müssen ein Siegel schaffen, das gesellschaftlich ausdiskutiert wird. Also wir haben 3 Kammern, eine Wirtschaftskammer, eine Sozialkammer und eine Umweltkammer, die dieses Siegel entwickelt hat und immer weiterentwickelt. Und wir haben dann ein System, so wie Sie das beschrieben haben, das haben Sie ganz schön dargestellt, ein System, auf Englisch nennen wir das Checks and Balances, wo wir einen Unternehmer, einen Waldbesitzer oder einen Unternehmer in der Produktkette haben, der zertifiziert werden will. Dann haben wir einen Zertifizierer, der dieses Zertifikat verleiht, sofern da entsprechend der Regeln des FSC gewirtschaftet wird. Und dann haben wir neben uns als FSC, dem Standardsetzer, eine dritte Instanz, die Assurance die ASI Assurance Services International, die wiederum Zertifizierer und Zertifikate auf Qualität überprüft. Also wenn etwas schief geht, wenn etwas strittig ist, wenn eine Beschwerde über unser digitales System reinkommt, dann schreitet ASI ein und macht unabhängige zusätzliche Kontrollen. Das kann vor Ort sein. Das kann dazu führen, dass ein Zertifizierer seine Akkreditierung verliert. Das kann über Satellitenbilder passieren. Das kann über genetische Fingerprints passieren, wo man schaut, ist in dem Produkt wirklich das Holz drin, das gelabelt ist, was dann dazu führen kann, dass ein Unternehmen in der Produktkette sein Zertifikat verliert. Das geht nur alles natürlich sehr geordnet und nicht von heute auf morgen, denn es muss belegbar etwas schiefgelaufen sein. Normalerweise läuft nichts schief, weil diese Checks and Balances so vielfältig sind, dass jeder sowohl bei der Holzproduktion, also im Wald, verantwortungsvolle Waldwirtschaft, als auch in der Produktkette weiß, wenn ich versuche, da etwas anderes zu tun, als ich vorgebe, dass ich tue, dass die Chance groß ist, dass in diesem transparenten und sich gegenseitig kontrollierenden System das offensichtlich wird. Das ist ein weiterer Punkt. Bei uns ist alles öffentlich. Jeder Auditbericht ist im Internet nachzusehen. Die Beschwerdeverfahren gehen digital mit voller Zusicherung der Anonymität, also 100%iger Schutz eines Beschwerdeführers. Und wenn etwas festgestellt wird, wo Abweichungen herrschen könnten, dann geht der Zertifizierer bzw. das FSC-System mit dem Unternehmen diese Punkte durch. Und das Unternehmen muss Lösungen vorlegen, wie dieses Problem geheilt wird, beziehungsweise wenn die Nichtkonformität erheblich ist,
Dann haben wir ein weiteres System und da sind wir das einzige Zertifizierungssystem, das es so macht. Wir haben alle eine Policy of Association. Diese Policy of Association sagt, wenn ein Unternehmenszweig, ein Subunternehmen gegen die fundamentalen Grundsätze des FSC verstößt, keine Waldumwandlung, keine Menschenrechtsverletzung, dann wird das komplette Unternehmenssystem aus dem Zertifizierungssystem genommen. Das heißt, ein Unternehmen, die Policy of Association wirkt auch weit jenseits des spezifischen Zertifikates, das wir vergeben. Erklärt, also ich denke, das ist auch wichtig. Ne? Ich würde jetzt aber erstmal die Runde, wir haben gleich auch noch eine kleine Nachfrage dazu, das würde ich aber gleich machen. Ich würde aber doch gerne die Runde einmal komplett eröffnen, damit wir zu dem Thema, brauchen wir Labels überhaupt, nochmal kurz ins Gespräch kommen. Und Tilman, dich würde ich gerne fragen, wie Architekturbüros, also hast du ja nun eine gute Expertise, diese zunehmende Zahl von Labels empfindet und helfen Sie tatsächlich im Planungsprozess oder überfordern Sie eher? Also wie gehen wir in der Architekturbranche mit dieser Vielzahl von Labels um? Hier haben wir jetzt zweimal erklärt gekriegt. Einmal die innere und dann die äußere Sicht darauf. Wie gehen wir in der Architektur damit um? Ja, du hast so schön am Anfang gesagt, intrinsische Motivation. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, es braucht überhaupt kein Label, um nachhaltig zu planen und zu bauen. Niemand braucht ein Label, um nachhaltig zu planen und zu bauen. Alle wissen, wie es geht, oder die Fachleute hier wissen, wie es geht. Aber die Frage kommt dann natürlich, es muss eben auch dokumentiert werden, ob es dann wirklich nachhaltig ist. Und da kommen natürlich die Labels ins Spiel. Die gesetzlichen Anforderungen sind eine Sache, aber wir haben ja auch über die vielen Jahre gesehen, gesetzlich alleine reicht nicht. Ich bringe immer gerne das Beispiel der Anschnallpflicht. Alle wissen, es ist sinnvoll, sich im Auto anzuschnallen. Wann hat man es gemacht? Als es gesetzt wurde. Alle fühlen sich wohler, wenn im Restaurant nicht geraucht wird. Wann hat man es gemacht? Als das Gesetz kam. Insofern sind die gesetzlichen Anforderungen schon extrem wichtig und darüber hinausgehend, damit es eben nicht zu viel Gesetz und zu viel Keule von oben kommt, ist dann dieser freiwillige Bereich mit Labels, mit abgeprüften Labels, mit Fördermaßnahmen hilfreich. Also ich sehe das so als Stufenregelung quasi zum nachhaltigen Plan, um zu kommen. Erstmal, man weiß es und kann es selbst. Aber der Bauherr will es vielleicht nicht, deswegen braucht man noch ein Label, dann kann man es auch teurer verkaufen vielleicht oder vermieten und solche Geschichten. Die Flut der Labels ist natürlich, du hast es ja sehr schön klar gemacht, echt ein Problem, denn es kommt ja ganz, ganz viele Anforderungen dazu, die Architektinnen und Architekten aus den DIN-Normen und anerkannten Regeln der Technik, trotz Gebäudetyp E, alles beachten müssen. Und dann kommen nochmal Anforderungen von Labels, von unterschiedlichen Labels, unterschiedliche Anforderungen dazu. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Deswegen wäre es super, wenn wir uns hier auf ein einfacheres, abprüfbares System bundesweit verständigen können. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, leider sind wir nicht ganz bei Wünsch dir was hier. Wir müssen erstmal mit dem umgehen, was wir gerade jetzt haben. Ich meine, wir haben ja Glück, dass wir so ein paar Lösungen hier am Tisch sitzen haben. Deswegen, Felix, würde ich dich auch gerne fragen. Jetzt haben wir über Produktlabel hauptsächlich gesprochen, aber ihr seid ja ein gesamtheitliches System. Also warum reicht das einzelne Produktlabel nicht? Warum brauchen wir ein System, ein ganzheitliches System, das das alles zusammenbringt? Deswegen hätte ich jetzt auch ehrlicherweise mit Blick auf deine Folien gesagt, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, wenn man alle Labels in einen Topf reinwirft und die nebeneinander stellt, weil ich finde, dass man schon ein bisschen genauer hingucken muss. Also es ist ja wie mit den Normen, irgendwie haben die alle für sich ein Recht, eine Berechtigung, dass sie da sind. Die Frage ist, wo kann man denn ansetzen, wie auch immer was zu tun. Und ich glaube, dass die Ebene Bauprodukte, wo ja auch diese Menge an Labels vor allem daher kommt, dass es einfach viele verschiedene Produktgruppen gibt. In Ihrem Fall gibt es halt einfach mehrere Wettbewerber, die auch zertifizieren. In Ihrem Fall stehen Sie so ein bisschen alleine da. Insofern ist jetzt mit Bezug beispielsweise FSC und die Wettbewerber, die können sich bei uns eine Anerkennung, damit sie im Rahmen der Zertifizierung automatisch Punkte geben, müssen sie quasi einen Antrag stellen. Bei EMI-Code arbeiten wir anders. Das ist ein Referenzlabel, auf das wir uns beziehen. Und ich glaube, dass die wesentliche Antwort auf deine Frage ist, dass das Bauen ist halt nun mal komplex und ist individuell. Ich habe eine konkrete Bauaufgabe an einem Standort und ich habe irgendwie ein Budget, das da ist. Und wir wissen alle, wie nachhaltig Bauen geht. Es gibt aber nicht dieses eine nachhaltige Bauen. Es gibt nicht diese eine nachhaltige Lösung, sondern es geht ja darum, dass man mit dem Vorhandenen, was da ist, das Beste im Endeffekt rausholt. Und diese Frage, was ist das Beste,
ist halt was sehr Dehnbares. Deswegen ist natürlich grundsätzlich erstmal dieses Prinzip Wissensaufbau so ein ganz, ganz entscheidendes, auch bei den Architekturbüros, dass es richtig eingeordnet wird. Weil das, was halt passiert im Kontext mit Nachhaltigkeit, wir merken das ja bei uns jetzt seit den 18,5 Jahren, seit es die DGNB gibt, es gibt immer welche, die das doof finden. Und das sind immer diejenigen, die sich mit dem Thema bisher nicht beschäftigt haben. Und da gibt es einfach wahnsinnig große Verharrungskräfte. Jetzt haben wir 3 Jahre gehabt, wo alle diejenigen, die das gut finden und richtig finden, nach vorne geschoben haben. Wir sind ja auch bei uns in der DGNB, zum Beispiel was die Akademie angeht, explodiert in den letzten Jahren. Jetzt gibt es plötzlich ein anderes politisches Stimmungsbild. Jetzt kommen diejenigen, die ein paar Jahre ruhig waren, die nämlich vorher nichts gemacht haben und sagen, boah, ESG ist tot. Also wir haben die Expo Realgrad hinter uns, das war total kurios. Und diejenigen, die sich für das Thema einsetzen, die sind im Moment auf einmal stille, weil dieser Schritt zu, wir machen das normal, das läuft in den Prozessen stattgefunden hat. Deswegen glauben wir, ja, diese Incentivierung brauchst. Das, was der Tillmann auch gerade gesagt hat, irgendjemand nimmt Geld in die Hand und er will nachher auch eine Dokumentation haben. Es kommen neue Gruppen rein, wie die Banken, die ganz neu an das Thema reingehen, die aber auch das Vertrauen haben müssen, dass das, was sie geliefert bekommen, weil die können jetzt nicht jeden Bankenmitarbeiter oder Berater so aufschlauen, dass das in dem Detail im Endeffekt weiß. Und deswegen brauchst du das Vertrauen. Ich bin ja bei dir, du hast es mit der Green Claims Directive gesagt, dass grundsätzlich das für alle Labels, die neu auf den Markt kommen wollen würden, das war ja eine Idee der Green Claims Directive, dass nur noch neue Labels kommen dürfen, die auch nachweislich sinnvoll mehr fordern als das, was schon da ist. Das wäre natürlich ein total guter Schritt gewesen. Und bei dem anderen, glaube ich, ist dieses genauer hingucken, was sollst und was brauchst, total wichtig, weil das, was total viel passiert, sind diese verkürzten Narrative, oh, es ist alles so schwierig, es ist alles so kompliziert, es ist alles so teuer, aber womit vergleiche ich denn das alles? Und wer Angst hat vor Zertifizierung und sich nicht mal kurz darauf einlässt, was es bedeutet und sich das nochmal einordnen lässt, der wird dort auch bleiben, aber dieses Thema geht ja nicht weg. Also das ist ja, du hast es ja auch gezeigt, regulatorisch kommt es, deswegen können wir auch hier, wir sind hier zum Beispiel mit unserer Akademie hauptsächlich nicht mit DGNB in Gänze, weil wir glauben, diesen Wissensaufbau, den braucht es halt jetzt, damit jetzt die Veränderung mitgetragen wird. Und es ist aber kein Gegner, sondern eigentlich, wenn man mal ein bisschen verstanden hat, wie die Dinge zusammenhängen, kann Zertifizierung in welcher Form auch immer eher was Positives sein, was mir was erleichtert. Ja, absolut. Ich denke, ich würde auch direkt bei dir weitermachen, wenn wir nochmal darüber nachdenken, wie wirksam solche Labels denn sind. Also wenn jetzt das DGNB, wenn wir uns die DGNB-Zertifizierung angucken, was sie denn schon am Markt bewirkt, wo endet oder wo beginnt echte Veränderung und wo endet Marketing? Das wäre jetzt nochmal so eine Frage, wo ist es halt natürlich, wir sind nachhaltig, viele sind auch intrinsisch motiviert, also die ersten DGNB-Gebäude sind abgefahrene, tolle Architektur, wo jemand aus intrinsischer Motivation heraus gesagt hat, ich möchte mehr tun, als ich machen muss, ich möchte mich dem Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit widmen, habe ich jemanden, der mir dabei helfen kann. Aber jetzt sind wir jetzt schon einen Schritt weiter, DGNB ist plötzlich Fördergrundlage, das war ja mal so gar nicht geplant, sondern es ist ein Label, was aus einer intrinsischen Motivation heraus entstanden ist, für diejenigen, die gesagt haben, ich möchte wirklich nachweisen, dass ich mehr mache, als notwendig ist oder als gesetzlich notwendig ist, weil ich es als sinnvoll und richtig erachte. Und der Tillmann hat es ja schön gesagt, es zwingt uns keiner, es nicht zu tun. Aber man braucht natürlich für Finanzierung und Co. und alles braucht man natürlich am Ende doch mal einen Nachweis. Jetzt ist DGNB auch im Fördergame mit drin, ob gewollt oder nicht, ist halt jetzt so. Und dann wird vorgeworfen, dass es so groß ist und dass so viel nachzuweisen ist. Jetzt ist die Frage, wie ist das jetzt in der aktuellen Situation angekommen? Also wie du es gesagt hast, das ist intrinsisch motiviert. Ich glaube, die erste Botschaft, das ist auch immer noch bei jeder Weiterentwicklung immer intrinsisch motiviert, so ambitioniert wie möglich, aber nicht überambitioniert, um einfach, Transformation funktioniert natürlich nur mit einer gewissen Menge. Und da finden die Architekten bei uns im Präsidium, die Andrea Gebhardt war ja länger da, die Barbara Ettinger-Brinkmann auch, die finden auch nicht toll, wenn jeder Supermarkt irgendwie zertifiziert ist, aber die Veränderung geht natürlich ein Stück weit über Menge und über Masse. Und all diejenigen, die zertifiziert sind, wir hatten das mal vor einigen Jahren abgeglichen, also ein durchschnittlicher Zertifizierungsergebnis ist ein Erfüllungsgrad von 74%. Wenn ich nur gesetzliche Anforderungen mache, bin ich irgendwie bei 10. Das heißt, all diese Projekte, die ausgezeichnet sind, die machen sehr, sehr viel mehr, als sie tatsächlich müssten. Das heißt, das sind auch schon gute Projekte. Man sieht sie ihnen nicht zwingend immer an, weil es nicht nur um Fassade und gestalterische Qualität geht, sondern an vielen anderen Stellen, was viel bewegt hat. Und was dort geschaffen wurde in diesen
jetzt dann 16 Jahren. Das erste Zertifikat wurde 2009 vergeben. Was passiert ist, es gibt halt einfach 13.000, 14.000 Projekte, die zeigen, was möglich ist, wenn man es denn will. Das heißt, es hat ja diese Freiwilligkeit, diese Phase gebraucht, damit überhaupt mal Erfahrungen gemacht werden konnten, damit man überhaupt eine Politik vernünftig beraten kann und sagt, ihr dürft da auch beim Thema Innenraumluftqualität schon ein bisschen mehr fordern. Da gibt es nämlich welche, die können das. Also das ist ein ganz wichtiger Nebenaspekt, den es gibt. Wir haben jetzt mit Zuge, ganz kurz auf das Förderthema, was jetzt im Zuge von QNG, BEG kam, ist, dass ganz viele neue Gruppen einen Erstkontakt mit dem Thema hatten und die mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen sind, weil jetzt kriege ich plötzlich Geld und ich will ja Geld haben. Also und ich will es aber auch vielleicht für Dinge haben, die ich sowieso gemacht hätte, möglichst einfach, möglichst schnell. Das heißt, dieses Prinzip, du kriegst zwar Geld, aber für das Geld oder bessere Konditionen, aber dafür machst du auch was. Du hast zwar Mehrwerte, die sind aber nicht monetär sofort spürbar, sondern amortisieren sich vielleicht. Eine bessere Innenraumluftqualität sehe ich jetzt nicht auf Anhieb, aber die habe ich halt in diesem Gebäude drin. Und diese Phase, in der wir jetzt drin sind, in diesen 4 Jahren, ist, dass beispielsweise große Wohnungsbauunternehmen, die jahrelang gar nichts mit dem Thema gemacht haben, weil sie nicht mussten oder Gründe gefunden haben, es nicht zu tun, sich neu damit beschäftigen. Kommunen beschäftigen sich neu. Und da gibt es halt diejenigen, die beim ersten Projekt merken, ach cool, das lohnt sich ja, ich kriege nicht nur Geld, sondern ich lerne was für mein Folgeprojekt. Und es gibt diejenigen, die sind schlecht beraten, auch das muss man sagen, das ist immer abhängig davon, da gibt es Auditoren und wenn die Auditoren halt einen Bauherrn von einem kleinen Wohnungsbauprojekt so beraten, wie sie immer beraten haben in der Vergangenheit, nämlich auf ein gutes Gold- oder ein Platinprojekt, wo dann auch Kosten entstehen, weil ich deutlich mehr machen muss, als ich sonst mal gemacht wurde, da kommt so eine Schieflage rein und plötzlich werde ich halt, der sich nie damit beschäftigt hat, mit Werten, Kosten vielleicht konfrontiert oder Aufwänden, die aber gar nicht für dich relevant sind, weil ich muss nur, wenn ich QNG haben will, die und die Kriterien machen und das kann ich auch mitunter ohne viel mehr Aufwände. Das heißt, wir haben so ein Kommunikationsdefizit, der ein bisschen durch den Bund mitgetriggert wurde, weil QNG ist da, macht ein Label, macht Zertifizierung und gut ist. Das wurde halt nicht gut kommunikativ begleitet. Nichtsdestotrotz haben wir halt diese zum ersten Mal gemacht, lohnt sich, also mache ich es wieder. Und dafür ist es genau gut. Dafür ist so eine Förderung genau gut. Ja, super. Also ich nehme mal das ganz Positive mit raus. Es hat schon eine Wirksamkeit. Also ein Zertifikat hat eine Wirksamkeit, auch wenn ich es draußen nicht sehe. Es verändert ein Gebäude und das Mindset, ein Gebäude zu bauen, natürlich um einiges. Auch wenn es jetzt am Anfang sehr aufwendig ist, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, hoffen wir ja, dass es zu normalem Verfahren gedeiht, sozusagen. Wenn wir jetzt aber über die Wirksamkeit von Labels sprechen, will ich nochmal Sie fragen, Herr Winkels. Es soll wirksam sein. Also wie stellt man sicher, dass dieses Label auch als sicher wahrgenommen wird? Bei Ihnen zum Beispiel, welche Kontrollmechanismen halten die Glaubwürdigkeit aufrecht sozusagen? Da haben Sie ja eine wirklich große Kette an Prüfverfahren. Naja, wir wollen, also eine der wichtigen Aspekte ist, dass es natürlich Vertrauen bedarf, dass es auch der Sicherheit bedarf, aber auf der anderen Seite sind das alles Kostenfaktoren. Ja? Das heißt, was wir als GEV machen, wir nehmen Produkte vom Markt, wir prüfen sie, wir machen Stichprobenuntersuchungen, eine gute 6-stellige Summe nehmen wir dafür jedes Jahr, um Produkte zu prüfen. Das ist einer der Punkte. Dann gibt es natürlich auch bei manchen Systemen, sagen wir mal, die Tendenz zur inneren Korruption durch das Betreiben eines eigenen Prüfinstituts. Das machen wir nicht. Wir sagen, wir nehmen nur akkreditierte Institute. Die müssen also wissen, was sie können. Und trotzdem prüfen wir sie alle 3 Jahre in Form eines Ringversuchs. Sind übrigens das einzige System derzeit, was weltweit solche Ringversuche zur Überprüfung der Qualität von Untersuchungslaboren durchführt. Der dritte Punkt, der auch, glaube ich, sehr wichtig ist, wir verbieten Greenwashing schon seit langem. Das heißt, es bedurfte keiner gesetzlichen Regelung, um hier auch eine gewisse Disziplin zu verordnen. Und mancher, der die Green Claims Directive gut findet, der hat sie leider nicht in Fülle gelesen. Ich bin selbst Jurist und habe sie gelesen. Es ist sicher gut, dass, wenn man etwas sagt, dass das auf Standardverfahren beruhen sollte oder muss, wenn es die denn gibt, und dass auch die entsprechende Erklärung valide sein muss. Das ist gut und das braucht man auch, ganz sicher. Nur das neue System, wenn es denn dann kommen sollte,
sieht so aus, dass im Prinzip jede Umwelterklärung eines Herstellers angemeldet und verifiziert werden muss bei einer Behörde. Wissen Sie, was das kostet? Und die Produkte werden bei Ihnen dann am Ende, beziehungsweise beim Bauherrn, auf die Produkte aufgeschlagen werden. Ob man das dann will, ich habe mal mit der Wettbewerbszentrale über das Thema telefoniert, die haben gesagt, Gottes Willen, wenn das kommt, dann werden die Produkte wesentlich teurer. Also mit anderen Worten, man muss wissen, was man will, was sinnvoll ist. Und da gibt es sicherlich einige gute Ansätze, übrigens auch schon nach dem alten Recht in Deutschland, was leider nicht immer durchgesetzt wird. Paragraph 3 Absatz 3 UWG, wer sich da genauer informieren will, sonst mag man mich persönlich ansprechen. Da kann man sicher das eine oder andere verbessern. Aber wenn das, was geplant wird, kommt, ja, dann werden sich einige warm anziehen. Und ich sage eines, es wird zu einer Konzentration der Branche führen. Ja, also die Kleinen werden dann vom Markt verschwinden und es sind manchmal die Innovativen, auch manchmal die Nachhaltigeren. Ob man das dann will über gesetzliche Regelungen, ist dann die große Frage. Also wir machen einiges an Sicherheitsaspekten. Wir diskutieren auch mit der DGNB, was können wir machen in puncto Nachhaltigkeit, wo sind unsere Grenzen. Wir wollen nur das Thema Emissionen ansprechen und die Schadstoffqualität des Produktes. Viele andere Dinge werden nicht auf Produkt, sondern auf Gebäudeebene entschieden. Das heißt, das macht der Architekt. Da ist die DGNB viel besserer Ansprechpartner. Man muss also auch seine Grenzen kennen, um glaubwürdig am Markt unterwegs zu sein. Ja, Grenzen ist ein ganz gutes Stichwort. Ich würde Herrn Schumm noch gerne mal fragen zur FSW. Also Sie arbeiten weltweit in sehr heterogenen Märkten. Wie stellt FSC sicher, dass die Integrität überall gleich stark bleibt? Wir hatten gerade eine Dokumentation, die Sie sehr gequält hat. Wir wollen es nicht zu sehr überstrapazieren, aber auch in dem großen System FSC, was ja, wie Sie vorhin gerade sehr deutlich dargestellt haben, gibt es auch, weil wir sind alles Menschen und es sind Riesensysteme und da sind viele Menschen beteiligt, gibt es immer mal auch Dinge, die nicht richtig rund laufen. Na, also wie stellen Sie sicher, dass, haben Sie ja gerade schon angedeutet, dass auch solche Anschuldigungen oder vielleicht auch begründete Dinge bei Ihnen dann halt aufgearbeitet werden, sodass wir eben dieses Label, was wir teuer und lieb gewonnen haben, auch für uns weiterhin ein Label ist, dem wir vertrauen können und wollen? Also ich würde trotzdem gerne eine Minute auf diese Dokumentation eingehen. Sie haben sie jetzt angesprochen, die hat uns sehr betroffen gemacht. Und wir haben dann wirklich als FSC Deutschland, der wir natürlich nicht, es geht um eine brasilianische Eukalyptusplantage, die FSC zertifiziert ist, eine Plantage einer Firma Aparam. Ich weiß jetzt mehr Bescheid. Ich habe gestern mit dem brasilianischen Zertifizierer auch noch telefonieren können. Da gibt es ein Problem, und zwar trocknet ein Bach, der durch eine Gemeinde fließt, aus. Das ist nicht neu, das steht auch in den Zertifizierungsunterlagen, die öffentlich einsehbar sind. Und in den jährlichen Auditberichten des FSC ist deshalb gefordert, das muss die Firma in den Griff bekommen. Ja? Diese zunehmende Trockenheit ist allerdings höchstwahrscheinlich auch oder insbesondere der Klimaerhitzung geschuldet, denn das legen zumindest Klimadiagramme aus der Region nahe. Also es ist nicht monokausal. Jetzt wird es schon spannender. Dennoch muss diese Firma, die zertifiziert ist, den Gemeinden garantieren können, das sind kleinere Gemeinden, die im Gebiet dieser Plantage leben, dass sie sicher Trinkwasser und Wasserzugang hat. Und das System läuft nun folgendermaßen: Der Zertifizierer fordert es ein, die Firma und die Betroffenen müssen eine Lösung gemeinsam erarbeiten. Und diese 50 Menschen haben nun in einem Audit belegt, dass sie noch ausreichend Zugang zu Trinkwasser haben. Nichtsdestotrotz fordert der FSC, dass in die Zukunft gedacht wird. Und jetzt kommt wieder ASI, diese Akkreditierungsgesellschaft, die unabhängig noch Zertifizierer überprüft. Da ASI die Performance des Zertifizierers nicht ausgereicht hat, wurde der Zertifizierer gewechselt. Und der neue Zertifizierer war jetzt
ganz aktuell vor Ort und hat sozusagen moderiert, dass diese Firma und die Gemeinden dort handfeste Lösungen bringen. Und er hat mir gestern am Telefon gesagt, es ist noch nicht klar, dass diese FSC-zertifizierte Plantage ihr Zertifikat behalten kann, denn noch haben wir nicht vorgelegt bekommen, was die Firma machen will. So viel nochmal zum System. Das bedeutet ja, und das wäre ja jetzt eine gute Nachricht, dass Ihre ganzen Sicherheitssysteme an der Stelle greifen und dass Sie da genau hingucken und solche Missstände aufdecken und dann dementsprechend auch reagieren. Das heißt, alles, was Sie sich überlegt haben, was Sie uns vorhin auch erklärt haben, wie die Sicherungssysteme sind, greift dann an der Stelle und dann wird es aufgeklärt und dann wird man sich dem Ganzen annehmen und dann im schlimmsten Fall wird auch ein Zertifikat oder ein Label weggenommen und gesagt, es genügt nicht unseren eigenen Ansprüchen. Damit wir in transparent weiterarbeiten können, müssen wir an der Stelle dieses Zertifikat vielleicht auch wegnehmen für diese Plantage. Und Zertifikat wegnehmen bedeutet natürlich dann Stopp des Marktzuganges. Ne? Die Zertifikate werden ja nicht Oder helfen gemacht. Sie dann auf der anderen Seite eher dem Unternehmen weiter, das Ganze sauber aufzubauen und eben das, was das Zertifikat fordert, dann nachzureichen oder wieder aufzubauen? Das ist genau die Funktion des Zertifizierers. Ja. Der Zertifizierer ist nicht nur da und schaut, läuft es according to rules, sondern der Zertifizierer ist auch dazu da, diese Firma zu beraten, wie kann es gehen. Ja? Okay, vielen Dank. Ich würde jetzt nochmal gerne den Tillmann fragen, wenn wir jetzt schon über die Wirksamkeit von Labels reden, was braucht aus der Sicht der Planenden, damit Labels tatsächlich Orientierung bieten und keine bürokratische Zusatzleistung ist, mit denen wir uns ja an ganz vielen Stellen rumschlagen müssen? Also erstmal muss man ja sagen, dass Architektenkammern per se ja auch Labelgeber sind, weil die Berufsbezeichnung Architekt geschützt ist. Sie schafft Transparenz, sie sagt, wie du ausgebildet bist, sie sagt, wie du dich fortbildest, wie du versichert bist, all das. Insofern sind wir dem Labeln schon relativ nahe. Und wir versuchen natürlich bei der Nachhaltigkeitslabel von Gebäuden oder von der Planung, das so nah wie möglich an den Planungsprozess zu bringen. Das hilft den Architekten. Das, was sie ohnehin machen, das zu dokumentieren, das nachzuweisen und das im Label abzubilden. Also Planen und Bauen ist natürlich so aufwendig und so kompliziert auch geworden, dass das schnell, genau wie du sagst, als Zusatzbelastung wahrgenommen wird. Aber der Bauherr es vielleicht will oder die Förderung ist verlangt oder. Und wenn man da mehr zurückgeht und auch die digitalen Methoden, muss man natürlich sagen, besser nutzen könnte, um im digitalen Planungsprozess das Label gleich mitzudenken. Also wenn in einem Revit oder in einem Archicad gleich Labels, Anforderungen, wenn ich sie dann brauche, mitgeführt würden, was technisch, als Jurist würde ich sagen, technisch muss das ja bestimmt möglich sein. Genau, das würde irre erleichtern. Aber es läuft leider alles noch parallel nebeneinander und durch dieses Nebeneinander ist es auch dann zusätzlich. Ja, super. Also das ist eine tolle Überleitung zu meiner vorletzten Frage einmal, wohin die Reise denn gehen muss, nämlich Digitalisierung und Regularisierung. Und da hätte ich den Felix nochmal auf meiner Karte zu den digitalen Produktpässen, an denen ihr auch maßgeblich quasi mitentwickelt habt oder die ihr auch mitentwickelt habt. Die sollen Pflicht werden. Was bedeutet das für Systeme wie DGNB? Wird der Datenpunkt dann am Ende wichtiger als das Label? Also das, was wir mitentwickelt haben, an Gebäuderessourcenpass, das heißt, das ist eigentlich nochmal eine Ebene drüber. Das heißt eigentlich, was von der alten Regierung mal angekündigtes Dokumentation, zu dem bestenfalls auch Planungswerkzeug, mit dem ich genau weiß, was ist reingeflossen, was passiert am Ende mit drin. Das ist nochmal eine andere Ebene, der digitale Produktpass, aber das wissen die anderen wahrscheinlich besser. Genau. Da geht es ja darum, dass ich genau diese Datenpunkte festlege und transparent mache, was drinsteckt in meinen Gebäuden. Und da passiert natürlich im Moment viel auf dem Prinzip Freiwilligkeit. Ich meine, das ist grundsätzlich das, wie auch eine Zertifizierung bei uns funktioniert. Das Labels ist nur ein Weg dahin. Wir wollen im Endeffekt die Daten wissen, die man einordnen kann. Dafür sind EPDs und so weiter da. Und Produkte haben eben mit verschiedenen Kriterien zu tun. In unserem Navigator führen wir die auch zusammen. Da vorne sitzen die Kollegen von Sentinel, die EPR-Leute sind da. Das heißt, es ist auf verschiedenen Plattformen, wo genau das ja schon passiert. Diese Verpflichtung wird sicherlich dafür sorgen, mal grundsätzlich, dass mehr Hersteller oder alle Hersteller sich damit beschäftigen müssen und nicht nur die das im Moment als Wettbewerbsfaktor sehen und deswegen tun. Und insofern wird es natürlich grundsätzlich dazu führen, dass es
effizienter wird, auch ein Gebäude zu zertifizieren. Das wird mehr Leute dazu bringen, sich aufzuschlauen, das zu verstehen. Wie schnell das geht, dass auch wirklich Endverbraucher oder diejenigen, die nachher bei einer Produktauswahl das einordnen können, was so eine Kennzahl bedeutet, das ist nochmal eine andere Frage. Und insofern sind ja die Labels, die Produktlabels, die es gibt, quasi eine Übersetzung, dass ich nicht komplett aufgeschlaut sein muss, um das zu verstehen. Aber grundsätzlich dieser Weg hin zu mehr Transparenz, dass auch diejenigen, die da mehr tun im Wettbewerb, zumindest diejenigen, die das auslesen können, besser verstehen. Da ist es natürlich ein guter erster richtiger Schritt. Diese Kostenfrage, die Sie ja richtigerweise bei dem anderen Thema angesprochen haben, was heißt das mit denen oder wie kriege ich das hin, dass ich das auch für meine Produkte in welcher Größenordnung überhaupt hinbekomme, dass ich die mache. Also da gibt es sicherlich einige Wege noch zu gehen und wir merken das ja auch bei unseren Anforderungen Richtung DGNB-Navigator. Es gibt halt die Produktgruppen, da habe ich wirklich einzelne Produkte und dann habe ich große Produktlinien, wo es ähnlich ist, auf welcher Ebene muss denn nachher diese Dokumentation stattfinden. Das kann Hersteller schon richtig wehtun, aber grundsätzlich, dass es einen Weg in die richtige Richtung gibt und sich da Produkte und dann im Idealfall auch das Thema Gebäude oder Projekt dann zusammenkommen oder einfacher zusammenkommen und die digitalen Möglichkeiten besser ausgeschöpft werden, das ist dann natürlich erstmal schon eine richtige Richtung, die da passiert. Ja, das passt gut zu Herrn Winkels jetzt. Werden produktbezogene Labels wie der EMI-Code künftig in digitale Prüfsysteme integriert oder bleiben sie eigenständige Qualitätszeichen? Wenn wir das jetzt so hören. Ja, also zunächst, der EMI-Code ist kein Selbstzweck. Ja, also wenn alle Produkte auf dieser Welt emissionsarm sind, dann braucht es keinen EMI-Code mehr. Das ist völlig fraglos. Diejenigen, die sagen, das sollte am besten der Gesetzgeber in die Hand nehmen, der sollte entsprechende Vorschriften machen und gut ist. Also alleine die Bauproduktenverordnung, ja, die hat viele Jahre gebraucht und wendet sich jetzt die nächsten 15 Jahre für die harmonisierten Produkte, ja, also europäischer gleichgeschalteter Regelungen zu. Also ich habe keine Sorge, dass das DIBT in 15 Jahren noch existieren wird und bei dem EMI-Code ist es ähnlich. Denn auch Produkte, die nicht harmonisiert sind, brauchen ja auch eine Regelung und eines Orientierungsbedarfs. Ja, also da ist noch genügend Spielraum für die Systeme. Und diejenigen, die sagen, naja, also die Digitalisierung ist dann die Erlösung, da schaffe ich Transparenz, da sage ich dazu, jein. Denn natürlich könnten Sie beispielsweise Prüfberichte hinein digitalisieren. Aber welcher Wert an welcher Stelle wie relevant ist, sagt das überhaupt nicht. Das heißt, es braucht die Expertise, die Ihnen sagt, worauf kommt es denn dabei an? Und es gibt natürlich Unternehmen, die die Digitalisierung nutzen, um beispielsweise völlig irrelevante Werte in den Vordergrund zu spielen. Das heißt, da braucht es dann Übersetzer, wie zum Beispiel DGNB oder den EMI-Code, der dann sagt, Moment, das hat überhaupt keine Bedeutung, guck dir das mal an. Also mit anderen Worten, ich sehe auf die nächsten Dekaden mindestens bei den relevanten Labels Orientierungsbedarf im Markt und deshalb werden diese Labels auch weiter Bestand haben. Der Gesetzgeber, das sehen wir alle, immer dann, wenn er sich einem Thema zuwendet, wird es detaillistisch. Aber ob es dann am Ende mehr Klärung gibt, ist dann noch die andere Frage. Das heißt, man braucht 5 Jahre, um eine Regelung zu setzen und dann weitere 5 Jahre, um sie wieder zu reparieren. Der Markt hat die Zeit nicht. Die Architekten haben sie auch nicht. Kein Bauherr hat die Zeit. Also von daher finde ich es wichtig, danach zu differenzieren, welches Label wirklich etwas in der Branche sagt und welches im Prinzip alleine dem Marketingbedürfnis des einzelnen Unternehmens folgt. Weil das gibt es natürlich auch, gar keine Frage. Denn Labels, wenn sie Branchenlabels sind, geben sie eine Orientierung nach außen, auch nach innen in den Markt. Aber sie sind kein Erkennungsmerkmal für das einzelne Unternehmen, das ich natürlich auch in den Vordergrund spielen möchte. Diesen Spannungsbogen, den wird es immer geben und den wird auch der Gesetzgeber am Ende nicht erlösen. Wahrscheinlich nicht. Herr Schumm, da würde ich Sie nämlich auch direkt nochmal nachfragen, Digitalisierung und Regularisierung. Wie digital ist der FSC denn schon heute? Bei digital gilt das Gleiche wie so oft in Ketten. Mist rein, Mist raus. Ja? Also ich muss wissen, was ich reingebe, um dann auch das entsprechende zu erhalten. Aber Digitalisierung
ist natürlich ein wunderbares Tool, um die Transparenz zu schaffen oder zu unterstützen, die Grundvoraussetzung für ein gutes Label ist. Also ob ich muss vor Ort gehen, ja, aber die Daten, wenn ich die digitalisiere und ins System einspeise, dann ist das ein Quantensprung. Ich kann die Berichtswesen vereinfachen und ich kann natürlich meine Vor-Ort-Kenntnisse dann kombinieren mit Satellitentechnik. Ich kann sie kombinieren mit genetischen Fingerabdruckmethoden und. Und ich kann vor allem eines tun, und das kann ich bisher nicht, wenn ich nicht digitalisiere. Ich kann eine große Datenanalyse machen, die mir auch dann Muster erkennt, die ich selber nicht erkenne, und Frühwarnsysteme aufbauen. Wir sind schon digital, also man kann alles, was wir tun, alles, was zertifiziert ist, in der Zertifikatendatenbank finden. Man kann alle Auditberichte dort finden. Und wir führen jetzt gerade ein Rückverfolgbarkeitssystem, das heißt nach Traceability Trace. Und dort sollen komplett erstmal begonnen mit den Risikolieferketten, jetzt ab dem neuen Jahr die Volumendatenströme einfließen, sodass ich sicher bin, über Blockchain-Technologie, sodass ich sicher bin, da kann nicht irgendwo nochmal etwas zugefüttert werden, was nicht zertifiziert ist. Und natürlich geht es dann weiter. Wir erhoffen uns von der Digitalisierung neben dieser Datenverarbeitung, neben der Sicherheit weiterer Erhöhung der Sicherheit unserer Produktkette auch die Möglichkeit der extremen Vereinfachung des Berichtwesens, über das viele FSC-zertifizierte Unternehmen klagen. Ja, dann würde ich nochmal direkt an Tillmann gehen, weil wir in der Architektur, wir freuen uns über jedes Label, auf das wir trauen können. Wir haben gar keine Lust, das alles nachzulesen und uns alles anzugucken. Wir finden es aber trotzdem wichtig, dass es das gibt, damit es eben für uns Sicherheit gibt. Was ist, wenn in Zukunft alle Nachhaltigkeitsdaten gesetzlich nachweisbar digital geprüft werden? Für uns Architekten, wo hilft es uns? Ja, es hilft natürlich, dass ich bei den Dokumentationspflichten entsprechend einfacher dokumentieren kann. Das ist es eigentlich. Also die ganze Planung, die ganzen Planungsschritte, die ganzen Ergebnisse, die erzielt werden in der Planung, sollen natürlich sehr schnell abprüfbar sein in ihrer Qualität und auch in ihrer Labelfähigkeit meinetwegen. Und wenn wir das voll digitalisieren, ist ja die Vorstellung, dass da kommt dann gleich schon im Planungsprozess ein grüner Haken, erfüllt dran. So sollte es eigentlich laufen. Das wäre ein Träumchen, dann könnten wir einfach wieder planen. Das wäre das Gute daran, ja. Ja. Da sind wir auch direkt bei der Abschlussrunde. Jetzt hat jeder noch mal eine Minute Zeit, vielleicht in einem Satz zu sagen, was muss sich ändern, damit Labels Vertrauen verdienen und diese Transformation, über die wir hier reden, beschleunigen. Also ich würde direkt dir das erste Wort geben, dann gehen wir rückwärts einmal zurück. Ja, wir brauchen wirklich Klarheit im Markt. Zurzeit erfahren die Labels, denke ich, einen Vertrauenseinbruch, Verlust, weil es so unübersichtlich ist. Und wenn ich den Labels nicht vertrauen kann, dann ist das gesamte System der Labels ein bisschen in Frage gestellt. Also was passieren muss, ist ich würde sagen, eine ziemlich klare regulatorische Hand, die sagt, bis hierhin ist es freiwillig, bis dahin ist es Gesetz und bis dahin, da kommt noch ein Label dazu und das ist transparent und einfach nachzuvollziehen und bundesweit, ja, möglichst bundesweit verbindlich über Landesgrenzen hinaus, also unsere Landesbauordnung und so weiter, da gehört ja alles dazu. Also diesen ganzen Wirrwarr aufzulösen und genau wie du sagst, damit man sich wieder aufs Planen konzentrieren kann und nicht aufs Label nachweisen. Ja, wunderbar. Ein kurzer Satz, damit wir alle noch kurz drankommen. Was muss sich ändern, dass Labels Vertrauen haben? Politik und unser Hirn, die arbeiten relativ kurzfristig, so sind wir angelegt. Nachhaltigkeit ist bedauerlicherweise was ganz Langfristiges. Deshalb wird es immer notwendig sein, neben der Politik auch solche Nachhaltigkeitslabel zu haben. Die Conditio sine qua non ist die Transparenz. Das heißt, über technische Systeme, über gute Datenanalyse, über Rückverfolgbarkeit und automatisierte Warnsysteme müssen wir sicherstellen, dass, und das ist
der Auftrag des FSC, dass Wälder eben nicht abgeholzt werden, die brauchen hunderte von Jahren, bis sie wieder aufgebaut sind, und dass soziale Übergriffe, Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden. Vielen Dank. Dann Felix nochmal, Labels und Vertrauen, Zertifikate und Vertrauen. Was muss sich ändern, dass wir in die Transformation kommen? Also ich glaube, ich hatte es vorhin schon so ein bisschen, also ich würde es quasi so ein bisschen weitergeben. Also ich wünsche mir, dass mehr Menschen, die uns zuhören, das ist ja, wir merken das ja auch in der ganzen Zeit, in der die Menge der Menschen, die diese Themen gut und wichtig finden, die werden ja immer mehr. Und es sind immer mehr aufgeschlaute Leute. Und ich wünsche mir, dass es ein differenziertes Nachfragen gibt und ein Interesse, das wirklich zu verstehen. Und ich bin da auch nicht ganz bei dem, was du gesagt hast, weil dieses in den Topf gewerfe, es gibt einfach, für Holz gibt es verschiedene Labels. Ich muss verstehen, das sind halt Lieferkettenlabels. Und wenn ich Lieferkettenlabels habe, dann muss ich die verstehen. Ich muss wissen, was EMI-Code ist. Wenn ich mir Gebäudezertifizierungssysteme angucke, dann kann ich die nebeneinander stellen und muss diesen Ansatzzweck irgendwie verstehen. Und da gehört auch dazu, nicht alles zu glauben, was irgendjemand erzählt. Ich hatte es jetzt vorhin auch wieder, der da halt sagt, das eine XY-Label hat ihm jemand erzählt, das ist ja das Nonplusultra und DGNB, ja, mal so ein bisschen so. Das ist einfach ein Unfug, das erzählt wird im Kontext von Zertifikaten und da wünsche ich mir halt einfach mehr Leute, die einfach kritisch nachfragen. Und dieses kritische Nachfragen und auch wenn ihr Podien sind, ich verfolge jetzt nicht so viele Podien hier, wenn ihr oben einer auf dem Podium halt irgendwas zu erzählen, wo irgendjemand von Ihnen denkt, komisch, stehen Sie doch mal auf und stellen Sie die Nachfrage und lassen sich das mal richtig sauber erklären, weil das passiert mir viel zu oft bei solchen Veranstaltungen wie dem, dass das dann für wahrgenommen wird und weitererzählt wird und das hat natürlich unbedingt auch mit den Zertifikats- oder Labelthemen auch zu tun. Lassen Sie sich das so erklären, bis Sie es verstanden haben. Super, das finde ich ein super Satz. Ja. Sie aber auch noch kurz? Ja, also zunächst, es gibt Transparenz über Datenfülle, aber ich sehe das häufig als Scheintransparenz. Das Problem ist, es gibt Hersteller, die natürlich mit Transparenz werben und eine absolute, also gerade über die Digitalisierung, den Handwerker, den Architekten oder wen auch immer am Markt absolut überfordern. Das heißt, es braucht Kompetenzstellen, und das ist selten der Gesetzgeber, die das interpretieren. Und da wird natürlich nicht jedes Label sich halten und diese Art von Transformation oder Information liefern, sondern das können nur Menschen, die sich mit den Systemen auskennen. Und deshalb glaube ich, dass gerade mit der Digitalisierung die Bedeutung der Labels wächst. Ja? Und keiner mag glauben, dass mehr Digitalisierung weniger Bürokratie bedeutet. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es bedeutet mehr Daten, mehr Aufwand, mehr Interpretationsmöglichkeit. Und deshalb braucht es Fachleute, die das für einen machen. Die stehen oft hinter Labels. Aber es ist völlig richtig, dass es natürlich Labels am Markt gibt, die eigentlich das Vertrauen nicht verdienen. Aber ich hoffe, dass die sich mit der Zeit aus dem Markt verabschieden werden. Unbedingt. Sag du noch mal schnell was dazu. Wir sind schon eine Minute drüber, Genau, aber da wir würde ziehen ich das noch weiter. Gern einhaken, Ja. aber das muss ja nicht sein. Es muss ja nicht sein, dass mehr Digitalisierung mehr Bürokratie bedeutet. Das ist doch dann, wenn es nicht richtig gemacht ist. Das ist ja keine griechische Tragödie, die hier abläuft und am Schluss wird der König ermordet. Es kann ja auch mal erfolgreich laufen. Wir können ja mal was richtig machen. Das wäre wunderbar. Ist, dass diejenigen, die nach Daten verlangen, obwohl sie die überhaupt nicht interpretieren können, die kriegen die alle. Weil Klar. am Ende ist die Fülle von Daten die größte Form der Verwirrung. Dann ist So, es eben jetzt nicht Machen gut wir uns gemacht. da nichts vor. Ja, Und ja. dass hier etwas Sinnvolles, Ja. etwas Gemäßigtes gewissermaßen am Ende auf den Markt kommt, Ja. das Okay, hoffe dann- ich auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die Diskussion und ich glaube, die machen wir einfach gleich unten weiter und gerne lade ich alle ein, hier genauso weiter zu diskutieren und wenn irgendwas nicht ganz klar ist, auch gerne auf alle hier zuzukommen und mit uns zu diskutieren. Habe ich so ein bisschen mitgenommen, Transparenz ist wohl keine optionale Zusatzleistung, sondern das ist quasi die Voraussetzung für alles, was Labels angeht. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei meiner Runde, bei Klaus Winkels, bei Alfred Schumm, Felix Janssen und Tilman Prinz. Vielen Dank dafür.